Du willst wissen, wo welche Noten auf dem Bass versteckt sind, auf deinem Griffbrett. Heute geht es um die Noten auf dem Griffbrett. Von da oben bis hier nach unten. Ich erkläre dir, wie das mit dem Griffbrett funktioniert, wie die Töne heißen und wie du sie ganz einfach dir selbst beibringen kannst. Wenn du Anfänger am Bass bist, fragst du dich wahrscheinlich, wie funktioniert das denn mit den Noten auf dem Bass? Wie kann ich mir das merken, wo denn ein A ist oder ein C oder ein G? Und wie funktioniert das denn überhaupt? Warum gibt es denn da unterschiedliche Notennamen? Was ist denn von einem Bund zum anderen? Was passiert denn da? Und wie merke ich mir das dann am besten? Jetzt fragst du dich, für was brauche ich das denn überhaupt? Ist doch mir egal, wie die Dinger heißen. Nehmen wir mal an, du bist im Proberaum. Der Gitarrist sagt zu dir, spiel mal bitte F. Und du weißt nicht, was er damit meint. Der Bereich hier, das ist am Anfang der wichtigste. Da spielt sich das meiste ab, nennt sich Moneymaker, aber von Anfang ist es wirklich so, das ist der wichtigste Teil. Wenn du den kannst, die Töne da drauf, dann bist du schon mal gut aufgestellt. Alles andere kannst du ableiten. Das lernst du alles heute in dem Video und ich freue mich, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Wir starten jetzt gleich. Viel Spaß dabei. So, du kennst wahrscheinlich schon die Leerseiten. Also das ist das Erste natürlich, was man lernt. Wenn man einen Bass in die Hand bekommt, oh, wie heißen denn die einzelnen Seiten? Wir haben die tiefste. Das ist E. Dann kommt ein A, danach kommt ein D und ein G. So, die musst du dir auf jeden Fall mal auswendig lernen. E, A, D, G. 4 Töne von tief nach hoch. Ist jetzt nicht so schwierig, ne? Das ganze System, das hier dahinter steckt mit den Noten, basiert auf der sogenannten Stammtonleiter, nennen wir die. Jeder schon mal gehört in der Schule, damals wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, da fängt man immer mit C-Dur an. Vielleicht hast du auch schon mal gehört, dass manche da nicht H sagen, sondern B. Das ist eigentlich die ursprüngliche Bezeichnung auch dafür. In Deutschland hat sich das dann irgendwann mal geändert. Du kannst alles nachlesen auf Wikipedia. Ich zeig dir mal am Klavier, wie das dann ist mit den Ganztönen und Halbtönen. Das kann man so im Klavier fast ein bisschen besser zeigen als jetzt auf einem Bass oder auf einer Gitarre. Und dann springen wir aber danach wieder zurück zum Griffbrett. Wie gesagt, mir ist es wichtig, dass du das System dahinter verstehst. Dann kannst du die Töne viel, viel schneller und einfacher lernen. Hier auf dem Klavier ist jede nächste weiße Taste ist Teil von der Stammtonleiter. A, B, C, D, E, F, G, wieder beim A. Das ist wieder die Oktave, da wiederholt sich es wieder. Jetzt erkennst du hier auf der Klaviertastatur, dass da mal so ein komischer Abstand ist und hier auch. Sonst ist überall immer so eine schwarze Taste dazwischen, ne? Nur hier gibt es keine schwarze Taste dazwischen. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr wichtig. Du musst dir merken, zwischen B und C, beziehungsweise, wenn man es auf Deutsch sagen will, nur noch mal zur Erinnerung, H, C und E, F ist ein Halbton. Alphabet A, B, C, D, E, F, G. Halbton zwischen B, C, E, F. Wir haben vorhin auf dem Klavier gesehen, dass zwischen E und F ein Halbton ist. Daraus schließt sich jetzt, dass wenn wir E-Leerseite haben, unser nächster Ton, das F, einen Halbton von der Leerseite entfernt ist. Ein Halbton ist ein Bund, deswegen ist es F auf dem ersten Bund E-Seite. Einen Ganzton weiter kommt das G. Ein Bund wäre wieder ein Halbton, ne? Also der zweite Bund. Ein Bund weiter gibt einen Ganzton. 2 Halbtöne ergeben einen Ganzton. Deswegen ist unser dritter Bund dann das G. So, jetzt haben wir schon mal die ersten 3 Töne auf der E-Seite. E, F und G. Auf unserem Bassgriffbrett sind die Bünde hier die Halbtonschritte. Ja?
Also jeder Bund auf dem Griffbrett ist ein Halbtonschritt. Auf dem Klavier ist es ein bisschen komplizierter, weil man da die schwarzen Tasten dazwischen hat. Wir haben ja die Vorzeichen. Es gibt ein Kreuz, das macht den Ton einen halben Ton höher. Heißt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel ein C habe und einen halben Ton höher gehe, dann muss ich auf die schwarze Taste. Dann heißt der Ton Cis. Wenn ich vom D einen Halbton hochgehe, komme ich auf die Taste. Das ist ein Dis. Für uns heißt einen Halbton höher, einen Bund höher. Das heißt, wenn wir auf dem F sind, erster Bund E-Seite, und einen Halbton höher spielen möchten, dann greifen wir den zweiten Bund auf der E-Seite. Der heißt F, Halbton höher, Kreuzchen davor, Fis. Nun können wir natürlich auch das G nehmen und das einen Halbton tiefer machen. Das funktioniert mit dem kleinen B-Vorzeichen. Das heißt, wir haben jetzt am dritten Bund das G. Wenn wir da jetzt einen Halbton tiefer wollen, dann gehen wir wieder einen Bund tiefer. Ein Buntstäbchen ist ein halber Ton. Und kommen somit zu dem Ges. Jetzt sagst du aber, der Ton hieß doch vorhin Fis. So etwas nennt man enharmonische Verwechslung. Kompliziertes Wort, viel dazu zu erklären. Für dich ist es jetzt momentan eigentlich nur wichtig, du weißt, bei einem Kreuz wird es einen Halbton höher, bei einem B wird es einen Halbton tiefer. Das bedeutet jeweils entweder einen Bund nach oben oder einen Bund nach unten. Nun haben wir hier genau das Gleiche. Wir können jetzt wieder vom G einen Halbton nach oben gehen, Kreuzchen dazu, ein Bund höher, haben wir ein Gis. A einen Halbton tiefer, das B als Vorzeichen, einen Bund tiefer gehen, vom A zum As. Gis und As haben die gleiche Tonhöhe, heißen nur unterschiedlich, je nachdem, wie sie verwendet werden. Fünfter Bund, E-Seite, ist ein A. Die nächste Leerseite ist auch wieder ein A. Jetzt haben wir genau das gleiche Prinzip auf der nächsten Seite auch. A-Seite, leer, das ist A. Jetzt kommt als nächster Ton, hatten wir A, B, auf Englisch, ne? A, B, C, D und so weiter. Das heißt, zwischen A und B ist ein Ganzton. Nur zwischen B und C und E und F ist ein Halbton. Nochmal zur Erinnerung. Also zwischen A und B ist ein Ganzton. Das heißt, A leer, Ganzton, wir müssen 2 Bünde hoch. Den ersten überspringen wir. Zweiter Bund ist das B. Dann haben wir A Leerseite, zweiter Bund B. Nun kommt B, C, A, B, C. C ist der nächste Ton. Einen Halbton entfernt. Zwischen B und C ist ein Halbton. Also ein Bund höher. B, C. Dritter Bund ist C. A, Leerseite. Zweiter Bund B. Dritter Bund C. Nun, nächster Ton A, B, C, D. D ist ein Ganzton entfernt von C. Das heißt, wir müssen vom dritten Bund auf der A-Seite 2 Bünde nach oben, kommen beim D an. Hier funktioniert das auch wieder mit den Halbtönen. C, ein Halbton hoch, ein Bund höher, gibt Cis. D, ein Halbton tiefer, ein Bund tiefer, gibt Des. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zurück. C, H, B, ne, der Halbton, die Verwechslung mit dem H und mit dem B. Wir haben am zweiten Bund das B. Wenn wir das jetzt einen Halbton tiefer machen wollen, dann haben wir ein B mit einem kleinen B dran. Im Englischen nennt sich das B-Flat. Auf Deutsch ist es dann jetzt wieder schwierig. Da kommt jetzt wieder das, wenn wir den zweiten Bund H nennen auf Deutsch, dann heißt der erste Bund B. Dann geht es jetzt hier wieder genauso los. Zwischen D und E ist ein Ganzton. A, B, C, D, E. D, E, 2 Bünde. Also ist auf dem zweiten Bund das E.
Und jetzt haben wir wieder den Halbtonschritt zwischen E und F. Halbton, ein Bund höher, F ist der dritte Bund. Leerseite D, zweiter Bund E, dritter Bund F. Dann kommt wieder ein Ganzton zwischen F und G. Das heißt, vom dritten Bund 2 Bünde hoch, sind wir beim fünften Bund, da haben wir das G. Dann gilt wieder dritter Bund, Halbton hoch, ein Fis. Wenn wir das F mit dem Kreuz erhöhen, ein Bund höher. Oder wenn wir das G nehmen und das mit dem B einen Halbton tiefer machen, ein Bund tiefer, kommen wir zum Ges. Gleiches funktioniert, E, zweiter Bund, Halbton tiefer, S. Oder D, Leerseite, einen Halbton höher mit dem Kreuz, ein Bund höher, Dis. Zwischen G und A ist ein Ganzton, deswegen zweiter Bund, es ist A. Zwischen A und B ist ein Ganzton, deswegen vierter Bund, zweiter plus 2 dazu, vierter Bund, es ist B. Zwischen B und C ist ein Halbton, ein Bund höher, gibt den fünften Bund, da haben wir dann das C. Wir haben jetzt alle Töne kennengelernt auf den Leerseiten bis zum fünften Bund jeweils. Es ist wichtig, das System dahinter zu verstehen. Man muss wissen, was sind Ganztöne, was sind Halbtöne. Man muss wissen, welcher Abstand ist von einem Bund zum anderen. Und man muss wissen, wie heißen die Leerseiten. Ein cooler Trick ist, jetzt wenn wir den einen Ton haben, gibt es den gleichen Ton nur etwas höher, also eine Oktave höher, gibt es, wenn wir über eine Seite drüber springen. Das heißt, wir gehen von der E-Seite über die A-Seite drüber zur D-Seite und rutschen da 2 Bünde nach oben. Vom ersten, den zweiten überspringen zum dritten Bund. Da haben wir auch wieder ein F. Das ist natürlich super praktisch, weil so hat man jetzt gleich 2 Töne auf dem Griffbrett, die man sofort weiß. Wenn man einen davon hat, kann man sich den zweiten sofort herleiten. Das funktioniert auf dem ganzen Griffbrett, egal wo du bist. Ne? Weiterer Trick, hier, wo normalerweise die 2 Punkte sind, das ist der 12. Bund. Der 12. Bund ist genau gleich wie die Leerseite, quasi wie hier oben. Ne? 12. Bund und Leerseite haben den gleichen Ton, Namen. Hier ist es eine Oktave höher als hier. E, E. Auch das ist jetzt natürlich super, wenn ich weiß, hier erster Bund war ein F, dann muss hier auch mein erster Bund mehr oder weniger nach dem 12. Bund, also der 13. Punkt, muss auch ein F sein. Schon mal eine gute Übung, die Töne zu lernen, ist natürlich auch einfach mal hinzugehen und sich Songs rauszusuchen. Du kannst im Internet irgendwelche Chord-Sheets, Text, wo die Akkordsymbole drüber stehen, zum Beispiel nehmen. Schaust du auf den Buchstaben von dem Akkord, zum Beispiel steht da C, und dann machst du dir das als Aufgabe. Du suchst ein C auf dem Griffbrett. Ne? Wenn du eins gefunden hast, suchst du das zweite. Das zweite ist immer einfach, die Oktave, du weißt noch. Eine Seite überspringen, 2 Bünde hoch, hast den gleichen Ton, der gleiche Tonname, eine Oktave höher. Ich hoffe, dir hat der Basskurs heute gefallen. Es ging um die Bassnoten, Anfänge, wie lernt man denn die Noten auf dem Bass und wie funktioniert es denn überhaupt mit den Ganztönen, Halbton etc. Wenn du mehr erfahren möchtest über das Basslernen, abonniere hier unten meinen YouTube-Kanal, geh zu meinem Bass Me Up Bassblog, abonniere da den Newsletter, wenn du möchtest, oder schau direkt auf buymeacoffee.com/Steffen Knaus vorbei und spendiere mir den Kaffee. Dann kannst du dir die kompletten ungekürzten Videos anschauen, hast Zugriff auf Notenmaterial, Play-Alongs etc. zu ganz vielen verschiedenen Themen, die sich mit dem Bassspielen befassen.
schau wieder vorbei, abonniere den Kanal und ich hoffe, bald von dir zu hören.